Tag duschen wir, waschen uns, kümmern uns um unsere Hygiene. Und es scheint, als wäre alles in Ordnung. Aber wussten Sie, dass ein einziges übersehenes Körperteil zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen kann? Klingt beunruhigend? Vielleicht. Doch genau damit kämpfen Millionen älterer Menschen. Ohne Schmerzen, ohne Symptome, ohne Vorwarnung. Stellen, die unbedeutend erscheinen. Die man nicht sieht. Die man leicht vergisst. Und doch werden sie zu stillen Quellen. Von Entzündungen, Infektionen, unangenehmen Gerüchen und sogar einer geschwächten Immunabwehr. In diesem Video beleuchten wir 5 Körperbereiche, die bei der täglichen Hygiene oft übersehen werden. Und wir zeigen, warum gerade diese Stellen ihre Aufmerksamkeit verdienen, besonders nach dem 60. Lebensjahr. Wir wollen keine Angst machen. Wir erklären. Und wir zeigen, wie einfache Handgriffe, die weniger als eine Minute dauern, echte Prävention sein können und dem Körper das geben, was er wirklich braucht. Achtsamkeit, Pflege und Respekt. Einer dieser Bereiche steht in direktem Zusammenhang mit dem Immunsystem, ein anderer mit der Durchblutung und ein dritter mit Bakterien, die unbemerkt unter die Haut eindringen und sie von innen heraus schädigen können. Wenn Sie gut auf sich achten, bleiben Sie bis zum Schluss dabei. Vielleicht werden Sie danach Ihre morgendlichen Gewohnheiten mit neuen Augen sehen. Bereit? Dann lassen Sie uns beginnen. Die Füße, die oft vergessene Front der Gesundheit. Wir glauben oft, dass das Wasser in der Dusche schon sein Werk tut. Gerade bei den Füßen. Man denkt, was soll da schon sein? Sie sind doch ständig im Wasser. Doch die Wahrheit ist, gerade die Füße gehören zu den verletzlichsten und meist übersehenen Bereichen des Körpers im Alter. Und ihr Zustand entscheidet nicht nur über Komfort, sondern über unsere gesamte Gesundheit. Mit den Jahren lässt die Durchblutung nach, das Empfinden wird schwächer und wir merken manchmal nicht einmal, wenn sich Pilze, Risse oder kleine Entzündungen bilden. Dabei sind genau das die offenen Tore für Infektionen. Besonders gefährlich ist der Bereich zwischen den Zehen. Dort ist es warm-feucht, ein idealer Nährboden für Bakterien und Pilze. Und oft beginnt eine ernste Erkrankung mit genau so einer Kleinigkeit. Eine chronische Wunde, eine hartnäckige Entzündung, manchmal sogar eine tiefgehende Infektion wie Zellulitis. Einer der Beispiele ist Dieter, 78 Jahre alt. Er hatte nie Beschwerden mit seinen Füßen. Doch eines Tages entwickelte sich eine Entzündung, die er viel zu spät bemerkte, weil er durch seinen Diabetes kaum noch Veränderungen an der Haut spürte. Er sagte später, ich dachte immer, meine Füße kommen schon klar, aber sie haben einfach geschwiegen, bis es zu spät war. Die gute Nachricht ist, das alles lässt sich leicht verhindern. 10 Sekunden pro Fuß unter der Dusche reichen oft aus. Zwischen den Zehen reinigen, Fersen und Nägel sanft waschen. Und danach sorgfältig abtrocknen und etwas Feuchtigkeitspflege auftragen. Das ist keine Kosmetik, das ist Gefäßpflege, das ist Schutz vor Bakterien, das ist Achtsamkeit für eine Haut, die uns täglich trägt und schützt. Vergessen Sie nie, Ihre Füße sind das Fundament Ihrer Bewegung. Sie tragen sie jeden Tag. Wenn Sie ihnen nur ein wenig Aufmerksamkeit schenken, werden sie es Ihnen zurückgeben. Mit Stabilität, Gesundheit und sicherem Stand. Also, wenn Sie das nächste Mal unter der Dusche stehen, denken Sie nicht, dass das Wasser allein genügt. Beugen Sie sich, waschen Sie, seien Sie präsent. Denn Gesundheit beginnt oft genau dort, wo wir am wenigsten hinsehen. Wenn die Kopfhaut zur unsichtbaren Baustelle wird. Viele Menschen beginnen im Alter ihre Kopfhaut zu vernachlässigen. Ich habe ja kaum noch Haare, wozu soll ich sie überhaupt waschen? Ein Gedanke, der zu einem der häufigsten Pflegefehler im höheren Alter führt. Denn die Kopfhaut bleibt aktiv, auch wenn das Haar dünner wird oder fast ganz verschwunden ist. Sie produziert weiterhin Talg, Schweiß, sammelt Staub und kleinste Schmutzpartikel aus der Luft. Und wenn man ihr keine Aufmerksamkeit schenkt, wird sie zu einer stillen, unsichtbaren Problemzone.
Was passiert dann? Die Poren verstopfen, die Durchblutung wird schlechter, Bakterien sammeln sich und verursachen Entzündungen. Und vor allem, die Immunabwehr der Haut wird geschwächt. Bei älteren Menschen zeigen sich die ersten Anzeichen nicht immer sofort. Ein leichtes Jucken, trockene Stellen, feine Schuppen. Wird das ignoriert, kann es zu Infektionen kommen. Nicht akut, nicht dramatisch, aber langwierig, zermürbend und spürbar unangenehm. Ein Beispiel ist Helga, 64 Jahre alt. Sie trug eine kurze Frisur, sah gepflegt aus, aber klagte über ständiges Brennen und Reizung am Hinterkopf. »Ich wasche meine Haare einmal die Woche. Wozu öfter? Ich hab ja kaum noch welche«, sagte sie. Doch ihre Kopfhaut litt. Talg und abgestorbene Zellen hatten sich angesammelt. Als sie begann, beim Waschen sanft zu massieren, warmes Wasser und ein mildes Shampoo zu verwenden, veränderte sich alles. Der Juckreiz verschwand. Die Haut beruhigte sich und Helga wirkte wie verwandelt. Was ist wichtig zu verstehen? Auch wenn das Haar lichter wird, die Kopfhaut lebt. Und wer sie pflegt, wird belohnt. Mit Klarheit im Kopf, gutem Gefühl und besserer Durchblutung. Ein paar einfache Hinweise. Waschen Sie regelmäßig mit einem sanften, duftfreien Shampoo. Massieren Sie mit den Fingerspitzen, nicht mit den Nägeln. Tupfen Sie nach dem Waschen sanft trocken, nicht rubbeln. Bei Trockenheit hilft ein leichter, unparfümierter Pflegebalsam. Das hat nichts mit Kosmetik zu tun, sondern mit Gesundheit, mit Nerven, Blutgefäßen und einem klaren Kopf im wahrsten Sinne. Denn wie die Erfahrung zeigt, die Pflege der Kopfhaut ist mehr als Hygiene. Sie ist ein stiller, aber kraftvoller Akt der Selbstachtung. Ein tägliches Zeichen an Ihren Körper. Ich vergesse dich nicht, auch nicht da, wo niemand hinschaut. Der Bauchnabel, eine kleine Stelle mit großen Folgen. Der Bauchnabel, eine der unscheinbarsten und zugleich meist vergessenen Stellen unseres Körpers. Eine kleine Vertiefung, über die viele schlicht nie nachdenken. Gerade im Alter, wenn das Bücken schwerer fällt und das Duschen zur schnellen Routine wird, geraten solche Körperregionen leicht in den Hintergrund. Doch was viele nicht wissen: Der Bauchnabel ist keine harmlose Falte. Er ist ein perfektes Versteck für Bakterien, Schweiß, abgestorbene Hautzellen und Seifenreste. Warm, feucht, von Kleidung bedeckt. Und wenn man ihn nicht reinigt, wird er zum idealen Nährboden für Keime. Manchmal merkt man es nur an einem leichten Geruch. Manchmal an Rötung oder Juckreiz. Und manchmal entwickelt sich eine Infektion, langwierig, unangenehm und behandlungsbedürftig. Besonders bei älteren Menschen, etwa mit Diabetes oder schwachem Immunsystem, kann selbst ein scheinbar harmlos entzündeter Nabel Auslöser für schwerwiegendere Probleme werden. Und das Tückischste daran: Die Symptome zeigen sich oft spät. Wenn es bereits unangenehm ist, wenn es schmerzt, wenn einfache Pflege nicht mehr ausreicht. Einer der Beispiele ist Herr Bernd, 78 Jahre alt. Er hatte seinem Bauchnabel nie besondere Beachtung geschenkt, bis er eines Tages ein Brennen und einen merkwürdigen Geruch bemerkte. Die Ursache: Schmutzansammlungen hatten eine Entzündung ausgelöst, die sich unbemerkt zu einer Infektion entwickelt hatte. Nach der Behandlung sagte ihm sein Arzt nur einen Satz: Zweimal die Woche reinigen hätte das alles verhindert. Was also tun? Ganz einfach. Beim Duschen den Bauchnabel vorsichtig mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Dazu den Finger mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen verwenden. Sanft reinigen, nicht reiben. Und das Wichtigste: gründlich abtrocknen. Verbleibende Feuchtigkeit erhöht das Risiko für Keime erheblich. Wenn Sie etwas Bauchfülle haben, Hautfalten oder Narben von Operationen, dann braucht dieser Bereich noch mehr Aufmerksamkeit. Denken Sie daran, wir kümmern uns oft um die sichtbaren Körperstellen. Doch wahre Gesundheit versteckt sich oft in den kleinen, unscheinbaren Details. Wenn Sie sogar so einer kleinen Stelle wie dem Bauchnabel Aufmerksamkeit schenken, dann wird Ihr Körper es Ihnen danken. Nicht laut, aber spürbar. Mit Leichtigkeit
ohne Entzündungen und mit dem leisen Gefühl, gut versorgt zu sein, von innen heraus. Der Bereich unter der Brust, wo Reizungen lautlos entstehen. Es gibt Körperstellen, über die man selten offen spricht. Sie sind von Kleidung bedeckt, nicht sichtbar und gerade deshalb geraten sie leicht in Vergessenheit. Eine dieser Stellen ist der Bereich unter der Brust. Vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern, besonders bei Übergewicht oder in der Sommerhitze, kann er betroffen sein. Es handelt sich um eine kleine Hautfalte, die fast immer bedeckt ist, kaum Luft bekommt und täglich mit Schweiß, Reibung und fehlender Belüftung zu kämpfen hat. Klingt harmlos, doch genau dort entstehen am häufigsten Rötungen, Hautreizungen, Pilzinfektionen, die chronisch werden können und das Wohlbefinden ernsthaft beeinträchtigen. Erinnern Sie sich, juckt es manchmal unter der Brust? Spüren Sie dort Feuchtigkeit, besonders an warmen Tagen? Gibt es eine rote Linie, die einfach nicht verschwinden will? Das sind erste Anzeichen für eine sogenannte Intertrigo, eine Entzündung, ausgelöst durch Reibung, Wärme und Bakterien oder Pilze. Am Anfang spürt man nur leichte Reizungen, dann kommt ein Ausschlag und später schmerzhafte Einrisse, die nur langsam heilen. Ein Beispiel ist Frau Helga, 74 Jahre alt. Nach einer Brustoperation und Gewichtszunahme bemerkte sie wochenlang eine gereizte Stelle unter der Brust. Sie hoffte, es würde von selbst verschwinden. Doch es wurde schlimmer. Ihr Arzt erklärte ihr, die feuchte Hautfalte unter der Brust, wenn sie nicht regelmäßig gereinigt und getrocknet wird, ist ein idealer Ort für Infektionen. Nach einer kurzen Behandlung änderte Helga nur 2 tägliche Gewohnheiten und das Problem kam nie wieder zurück. Was ist wichtig? Beim Duschen. Heben Sie die Brust vorsichtig an und reinigen Sie die Haut darunter gründlich. Verwenden Sie mildes Seifenprodukt und warmes Wasser. Nach dem Duschen trocknen Sie die Stelle vollständig mit einem weichen Handtuch, tupfend, nicht reibend. Wenn Sie zu Schwitzen neigen, ein wenig unparfümiertes Körperpuder oder Maisstärkepuder kann helfen, trocken zu bleiben. Und noch etwas. Dieser Bereich verdient genauso viel Respekt wie Ihr Gesicht oder Ihre Hände. Auch wenn ihn niemand sieht. Auch wenn Sie denken, das passt schon. Denn der Körper vergisst keine Fürsorge. Und wenn Sie sich um seine verborgensten Stellen kümmern, antwortet er mit Ruhe, ohne Jucken, ohne Schmerz, ohne Scham. Denken Sie also an diesen Bereich, nicht erst, wenn es weh tut, sondern vorher, damit jeder Tag nicht nur sauber, sondern auch wirklich angenehm beginnt. Der Leistenbereich, eine empfindliche Zone, über die man selten spricht. Es gibt Körperstellen, über die kaum gesprochen wird. Sie gelten als intim, als unangenehm. Doch gerade wegen dieser Zurückhaltung werden sie im Alter besonders anfällig. Die Leistengegend ist eine der empfindlichsten und zugleich vergessenen Zonen des Körpers, vor allem im höheren Lebensalter. Warum? Weil die Haut hier besonders dünn ist. Weil sich mit dem Alter Hautfalten bilden, die Muskelspannung nachlässt, die Bewegung abnimmt und die Feuchtigkeit zunimmt. Das führt zu einem einfachen, aber gefährlichen Szenario. Wo es warm und feucht ist, wo Reibung herrscht und kaum Luft zirkuliert, dort beginnen sich schleichend Bakterien, Pilze und Hefen zu vermehren. Bei Männern und Frauen zeigen sich oft dieselben Symptome: Rötung, Juckreiz, unangenehmer Geruch, Reizung nach längeren Spaziergängen oder beim Schlafen. Doch mit den Jahren verliert die Haut in diesem Bereich die Fähigkeit, sich schnell zu regenerieren. Was früher in 2 Tagen verheilte, kann nach dem 70. Lebensjahr Wochen brauchen. Ein Beispiel ist Herr Bernhard, 78 Jahre alt. Er war aktiv, ging viel spazieren. Doch eines Tages bemerkte er eine Rötung in der Leiste, die nicht verschwand. Aus Scham sprach er mit niemandem darüber. Er wusch sich nur mit Wasser, ohne genauer hinzusehen. Nach einem Monat war daraus eine Pilzinfektion geworden. Erst da wurde ihm klar, solche Stellen zu ignorieren ist riskant. Was also tun?
Erstens, diesen Bereich täglich reinigen. Nicht oberflächlich, sondern bewusst. Mit warmem Wasser. Mit milder, unparfümierter Seife. Mit der Hand oder einem weichen Tuch. Sanft, ohne Reiben, mit Achtsamkeit. Zweitens, sorgfältig trocknen. Mit einem sauberen Handtuch trocken tupfen, nicht rubbeln. Sicherstellen, dass auch zwischen Hautfalten alles trocken ist. Bei Neigung zu Schweiß oder Reizungen. Ein wenig talgfreies Puder oder eine schützende Creme, die Feuchtigkeit abwehrt. Bei Problemen mit Inkontinenz wird Hygiene in diesem Bereich noch wichtiger. Jede Reinigung nach einem Vorfall ist keine Frage der Bequemlichkeit, sondern ein aktiver Schritt zur Gesundheitsvorsorge. Merken Sie sich, diese Zone liegt in der Nähe wichtiger Lymphknoten und empfindlicher Gewebe. Kleine Hautprobleme können sich hier schnell zu ernsten Komplikationen entwickeln. Gerade weil man sie nicht sieht, muss man ihr umso mehr Aufmerksamkeit schenken. Ein gepflegter Leistenbereich, das bedeutet nicht nur Sauberkeit, das bedeutet Bewegungsfreiheit, Wohlgefühl und innere Sicherheit. Und vor allem, es ist ein Zeichen von Respekt gegenüber dem eigenen Körper. Ganz, ohne Ausnahme, auch an den leisesten Stellen. Nun sind wir am Ende angekommen. 5 Körperbereiche. 5 einfache, aber oft vergessene Zonen, in denen tägliche Hygiene eine viel größere Rolle spielt, als viele denken. Es geht nicht nur um Sauberkeit, es geht um Schutz, um Gesundheit und um Respekt vor sich selbst, gerade im Alter, wenn die Haut empfindlicher wird und das Immunsystem feinfühliger reagiert. Die Füße, die als erste an Sensibilität verlieren und ein Tor für Infektionen werden. Die Kopfhaut, auf der stille Entzündungen das Wohlbefinden untergraben. Der Nabel, ein kleiner Hohlraum, in dem Feuchtigkeit und Schmutz sich unbemerkt sammeln. Der Bereich unter der Brust, wo Wärme und Nässe ein Nährboden für Pilze und Hautausschläge sind. Und schließlich die Leiste, ein Ort, an dem Schamgefühl oft den gesunden Menschenverstand besiegt, obwohl Hygiene hier wichtiger ist als fast überall sonst. Diese Stellen sieht man nicht jeden Tag. Sie fallen nicht auf. Sie verlangen keine große Aufmerksamkeit. Und genau das macht sie so anfällig. Mit zunehmendem Alter brauchen wir nicht mehr Anstrengung. Wir brauchen mehr Achtsamkeit, weniger Eile, mehr Respekt für die Details. Denn es sind die kleinen Dinge, die das große Ganze bewahren. Wenn Sie bis hierhin dabei waren, dann bedeutet das eines: Sie kümmern sich um sich selbst, um Ihren Körper, um Ihr Leben. Und vielleicht, nach diesem Video, werden Sie sich beim Duschen nicht mehr länger, sondern bewusster pflegen. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Wenn Sie das Gefühl hatten, dass dieses Video hilfreich für Sie war, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Schreiben Sie, welcher der 5 Punkte Sie am meisten überrascht hat. Teilen Sie das Video mit Menschen, denen es ebenfalls helfen könnte. Abonnieren Sie unseren Kanal Würdevoll Leben und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie keine neuen Inhalte verpassen. Über Gesundheit, Achtsamkeit und ein Leben in Würde. In jedem Alter. Passen Sie gut auf sich auf und lassen Sie jeden Schritt, jede Bewegung, jede Berührung ein Ausdruck von Aufmerksamkeit und Fürsorge sein. Sie haben es verdient. Immer.